Servus Leute. Hallo. Wir begrüßen euch heute vom Simsee. Den möchten wir heute im Zuge der Iron Lake Challenge umrunden. Der Rundweg hat ca. 19 Kilometer, den wir heute machen. Und das Wetter, seht ihr schon im Hintergrund, ist nicht ganz so sonnig, kommt uns aber heute entgegen, weil perfektes Wanderwetter. Wir werden nicht so arg schwitzen und ja, wir machen das Beste draus. Ja, wird eigentlich für uns ein Spaziergang, hoffen wir mal, So weil ist es der kleinste See von der Iron Lake Challenge ist und es sind, glaube ich, nur 17, 18 Kilometer. Genau. Genau. Jo. Los geht's. Wir melden uns. Liebe Leute, auch heute befinden wir uns wieder auf einem ganz idyllischen Seerundweg. Wieder mal direkt neben der Bahnlinie. Und der See, der eigentlich links sein sollte, den sieht man nicht. Aber das ist uns jetzt eigentlich mal völlig wurscht. Immerhin ist es jetzt wenigstens noch trocken. Und davon lassen wir uns die Laune jetzt heute nicht verderben. Die ist nämlich eigentlich gut, ne? Ja. Bisher. Bisher sehr gut. Genau. Die Züge fahren hier so irgendwie im 5-Minuten-Takt an uns vorbei. Und die Grundstücke hier am Simsee, die sind privat. Da wohnen die Schönen und Reichen. So Ist wie aber wir es auch kennen. Keiner da irgendwie, ne? Es ist hier wirklich sehr einsam. Ja. Auch die Gastronomie hat nicht offen. Da wollten wir gerade so ein kleines Beruhigungsbier trinken. Ja. Auch Aber- das blieb uns verwehrt. Genau. Naja, die Laune ist auch ohne Bier noch gut. Wir sind jetzt bei Kilometer 5 der Umrundung und wie ihr im Hintergrund seht, hat sich leider die Beschaffenheit des Rundweges noch nicht zum Positiven gebessert. Rechts die Bahnlinie, links Privatgrundstücke und der See leider nicht zu erkennen. Ja, und wir laufen auf der Straße. Also der Weg, Genau. der Wanderweg führt auf der Straße entlang. Ja, zum Glück ist er nicht so stark befahren mit Pkw-Verkehr, aber dennoch sind schon viele Radler unterwegs heute. Wir melden uns jetzt von Kilometer 7 unserer heutigen Tour und sind jetzt am Südufer des Simsees angekommen. Wir laufen jetzt endlich auf einem sehr schönen Weg durch ein kleines Waldstück
Und es gibt noch mehr Positives zu vermelden. Und zwar trage ich heute zum allerersten Mal meine neuen Schuhe auf einer etwas längeren Strecke. Und ich glaube und hoffe, ich habe endlich die Lösung für mein Blasen- und Hüftproblem gefunden. Und zwar sind es Joe Nimble Schuhe und die sind vorne im Zehen- und Vorfußbereich so wie die Altra-Schuhe, dass die einfach vorne breit sind und ausreichend Platz bieten. Und haben aber im Gegensatz zu den Altra-Schuhen eine Sprengung und sind relativ stark gedämpft. Da muss man sich erst so ein bisschen dran gewöhnen, weil man da so ein bisschen in der Gegend rumbounced. Aber ich finde sie angenehm. Ja, jetzt gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt auf dem Rest der Strecke. Genau. So, wir melden uns vom Kilometer 8,1 und vielleicht erkennt man es auch ein bisschen im Hintergrund. Der Weg hat sich deutlich verbessert. Es ist richtig schön. Wir sind fast unter uns, also man sieht fast keine anderen Fußgänger. Ich glaube, Radfahrer sind sogar verboten hier auf dem Weg. Und er führt schön durch Schilfgürtel und durch leichten Bewuchs. Und man hat immer wieder so kleine Spots, in denen man direkt zum See vor kann. Und kann im Sommer sicherlich auch wunderschön hier baden. Sehr idyllisch. Kilometer 13,4. Wir haben jetzt, denke ich mal, so noch eine knappe Stunde zu gehen und haben dann das Glück, dass wir noch im Hellen ankommen. Also man merkt jetzt schon deutlich, dass es herbstelt und wesentlich früher dunkel wird. Deswegen würde ich empfehlen, dass man bei solchen Wanderungen in der Jahreszeit nicht ohne die Stirnlampe aus dem Haus geht. Wir haben sie zum Glück dabei. Jo. So. Super. Ja, oder? Die ist gerade zum Angriff gestartet. Bin ich auch erschrocken. So Leute, wie man sieht, ne, ist der Weg alles andere als langweilig. Wir sind jetzt auf einem richtigen Trail, direkt am Ufer und die Uli stapft tapfer rauf. Ja. Also das Profil von den neuen Schuhen ist auch gut. Sehr Wurde gut. jetzt auf nassen Wurzeln und Schlamm getestet. Sehr gut. Stellt sich nur die Frage, ob es schlau war, diese Schuhe in weiß zu nehmen. Genau. Ihr könnt mal einen Tipp abgeben. Was schätzt ihr, wie lange werden diese Schuhe weiß bleiben? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, liebe Leute, wir befinden uns jetzt auf den letzten paar hundert Metern unserer heutigen Simsee-Umrundung. Wenn wir im Auto angekommen sind, werden es rund 18 Kilometer sein Ja. und 330 Höhenmeter. Am Anfang war der Weg ja relativ ätzend mit
Straße, Bahn und kein Blick auf den See. Das hat sich jetzt zum Schluss dann geändert. Da wurde der Weg dann richtig anspruchsvoll und wir sind dann viel auf Single Trails mit sehr viel Schlamm Ja. und nassen Baumwurzeln gelaufen. Da hat sich das Profil von meinen neuen Schuhen sehr bewährt. Sehr schön. Und du hast gemerkt, dass deins doch recht runtergelaufen ist. Das wollte ich gerade sagen, genau. Genau, aber wir sind zum Glück nicht in den Matsch gelandet. Nein. Ja. Das war jetzt dann hier in diesem Urlaub hier im Chiemgau unsere letzte Seeumrundung. Richtig. Und morgen geht es dann weiter ins Allgäu. Und dann sehen wir uns voraussichtlich wieder am Forgensee. Wohl. Den Weg kennen wir und da können wir euch jetzt schon versprechen, da wird es richtig schön. Jo. Ich hoffe, das Wetter spielt dann mit. Ja. Aber wenn es regnet, machen wir es trotzdem. Freilich. Davon lassen wir uns nicht abhalten. Niemals. Außer es kommt halt wieder so ein Sturm wie am Chiemsee. Ja. Ansonsten wollen wir uns jetzt für heute verabschieden. Wir sagen Tschüss, macht's gut. Bis dann zum Forgensee. Und abonniert gern den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und kommentiert. Ciao. Ciao. So, guten Morgen. Heartbeat Ultra 2025. Wir sind eben angekommen, ne? Und sind jetzt eigentlich soweit. Wir können gleich durchstarten. Ich mache noch eine kleine Dampfpause und dann geht's los. Und warum die Christa nicht dabei ist, das erklären wir euch gleich.